Hallo und willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Okay, wir müssen jetzt mit Toby die Spur weiter verfolgen und die geht hier weiter. Oh mein Gott, das sieht man ganz schlecht durch das Gras. Hier hinten durch die hellen Steine und diese grüne Spur sieht man das echt besser, aber ansonsten so durch das Gras ist es echt schwierig. Schnüffeln. The scent leads to the well. I should check it. Oh Mann, ich finde Toby so süß. Eigentlich wollte ich endlich mal die Rasse googeln gehen, weil wie gesagt, ich kenne die nur durch den Film oder die Serie als Hush Puppy. Aber die heißen halt eigentlich gar nicht so. Aber ich finde den so süß mit den langen Schlappelohren. Oh mein Gott, ich liebe Hunde. Ich liebe Hunde über alles. Es gibt kein schöneres Haustier, finde ich. The intruder's trail is lost behind this wall. Die freuen sich immer The über criminals alles. left the house through the Das ist so French schön. window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Das werden wir jetzt herausfinden. Am besten fangen wir einfach da an, wo Toby das erste Mal angeschlagen hat. Also hier an der Hütte. Das wäre dann... Was haben wir hier? Einen Haken. Okay, This den... hook might be useful. Okay, dass er von Anfang an weiß, Bags of seed. was nützlich Some sein empty könnte. bags were recently moved. Small gardening tools, nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Okay. Hier haben wir also nur den Haken gefunden, also nichts sonderlich Interessantes. Und was haben wir jetzt hier? Der Brunnen. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Einmal entfernen und dann... den Haken hin und dann runterlassen, würde ich sagen. Mega unrealistisch, wenn man es genau nimmt. Aber okay, belassen wir es mal dabei. Was haben wir hier? Silverware. This is hardly a coincidence. Das ist wahrscheinlich das Tafelsilber, das gestohlen wurde. Würde ich mal fast behaupten. Oh mein Gott, komm schon, dreh dich ein bisschen. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Finde ich es jetzt aber nicht gerade eines der schönsten Silberbestecke, die es gibt. Also da habe ich schon echt schönere gesehen. Die waren jetzt nicht ganz so... Okay, Silberbesteck gefunden, Täter identifiziert. Was haben wir denn dieses Mal hier? Einbruch führte zu Mord. Inszenierter Einbruch. Der Einbruch könnte lediglich inszeniert gewesen sein, um eine Erklärung für den Mord von Sir Estons zu liefern. Das versteckte Silberbesteck sollte dabei nicht gefunden werden. Dann hätte ich das niemals auf demselben Grundstück versteckt. Das wäre ja Schwachsinn gewesen. Also der Mörder war nicht unglaublich clever. Mörderischer Besuch. Sir Estes wurde von derjenigen Person getötet, die in der Tatnacht zu Besuch in Abbey Grange war. Diese Person hat auch Lady Brackenstall an den Stuhl gefesselt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. Oh, was haben wir jetzt hier? Besuch eines Seemanns. Die Person, die in der Tatnacht zu Besuch in Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich ein Seemann. Das muss ich jetzt wahrscheinlich dann noch herausfinden. Welcher Seemann? Wie mache ich das jetzt? Suchen Sie nach möglichen tatverdächtigen Seemännern. Das Tafelsilber und dann, was ist das? Ach so, das muss ich dann daheim im Archiv nachschlagen. Dann gehe ich aber jetzt erstmal, ich weiß jetzt nicht, was er genau zu dem Tafelsilber fragen will, aber tun wir es jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das dem Lestrade erzählen müssen. Offensichtlich schon.
Ah, ich habe das gestohlene Service. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Ich bin definitiv davon überzeugt, dass die Bande damit gar nichts zu tun hat, sondern dass das wirklich einfach nur inszeniert war. Kann ich das jetzt einsagen, dass ich das Silber wiedergefunden habe? Naja, ich meine, der Hausherrin sollte man sowas vielleicht schon sagen. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Your Ladyship? Aber ich muss schon sagen, ich finde sie wirklich extrem hübsch. Sie ist wirklich hübsch gemacht. Das blaue Auge und so, davon abgesehen ist sie sehr hübsch. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Aber von ihm gehört haben sie trotzdem schon da drinne. Aber ich vermute mal, dass die Magd, also das Dienstmädchen, vermutlich auch öfters das Haus verlässt als die Hausherrin selber. Vermutlich hört sie mal hier und da auf dem Markt. Ich vermute mal so, als Dienstmädchen unterhält sie dich ja auch da mit den Leuten vermutlich an den Ständen und so. Und da kriegt man sowas wahrscheinlich schon eher mit, als wenn man die ganze Zeit in diesem mega großen Haus sitzt. Oh, Tobi fährt mit uns Kutsche. Also meine Eltern haben ja auch einen Hund. Wir haben so eine größere Ausgabe, hat aber auch so Schlappelohren, aber nur so kurze, in so Dreiecksform. Aber bin auch schon mal so einem, ich nenne es immer noch Haschpapi begegnet. Und die lieben es einfach, an den Ohren gekraut zu werden. Aber die sind auch ziemlich problematische Hunde, weil die sind ja so schwer und haben so kurze Beine, also Treppenlaufen ist bei denen wohl immer ziemlich problematisch. Und die haben wohl auch dauernd, dadurch, dass die Ohren so lang sind, dauernd Ohrenentzündungen, weil die auch mal gerne über den Boden schleifen und so. Wenn die ganze Zeit schnüffeln auf dem Boden, schleifen die Ohren ja drüber und dann entzünden die sich so leicht. Aber ansonsten sind es sehr, sehr schöne Tiere und sehr, sehr liebevoll. Das muss man halt wirklich sagen. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Oh. Ja, ich könnte jedes Mal so ausflippen, wenn ich Hunde sehe. Die sind so süß. Vor allem, wenn es dann auch so welche sind, die dann wirklich die ganze Zeit zu dir kommen und mit dir schmusen wollen und so. Das ist schon toll. East Africa Company, Ben Cliff Mumie. Explosion, Ankunft der Rock of Gibraltar. Das ist doch wahrscheinlich das, was ich suche. The Strand. Ankunft der Rock of Gibraltar. Ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar, okay, spricht man wahrscheinlich anders aus. Ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton London Line. Cunard Building, James Street, London, ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinkbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Aston Brackenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Here it is. Das sind die Infos, die wir brauchen. Also dieses Mal haben wir wirklich wenig Zettel gefunden, aber wir haben auch das Kapitel davor, also den Fall davor, haben wir ja genug gelesen. Also es waren ja The echt... shipping company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems.
But I have another solution. I'll call in the specialist. Wiggins. Unsere kleine Straßenbande. Die sind schon cool. Ich habe mich nie genau damit beschäftigt, wie sich Sherlock und die Kinder überhaupt mal begegnet sind. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Das stimmt allerdings. Die sind schon wirklich ziemlich clever. Die haben Sherlock... Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Die helfen Sherlock öfters in Fällen. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Okay, jetzt muss ich die Listen vergleichen, richtig? So, James... This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Okay, Ernest Woods steht This direkt officer unten is still drunter. at sea, therefore he cannot be involved. Von der Liste ist dann kein weiterer mehr dabei. So, wen haben wir denn hier? Charles This officer Wichel. was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Harvey Robert. Charles Herbert. William This hier. officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Okay, wen haben wir jetzt hier? Ah, Mr. Jack Crocker. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Haben wir sonst noch? Peter... Nee, von der Liste, die sind die anderen zwei auf der hier. Hier ist Thomas Walker und This unten officer drunter is ist still der at Herbert sea, therefore he Whittington. cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Oh, dann haben wir doch unseren Täter hier. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Alles klar. So, und jetzt bestellen Sie Captain Crocker ein, um ihn zur Rede zu stellen. Ich denke, da Wiggins ja noch im Raum steht, dass ich ihn schicken kann, um This mir... Crocker. Do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Nach tatverdächtigen Seemann suchen abgeschlossen. Okay, dann schicke ich jetzt mal Wiggin wieder los, damit er mir den suchen geht. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Dass die aber auch auf das Kind hören, finde ich immer verwunderlich. Der hat ja jetzt schon das zweite bei jemandem hierher bestellt. Oh mein Gott, ich bin so müde. Ostern ist so eine anstrengende Mr. Holmes? Zeit. I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. So, erstmal Charakteranalyse. Klarer Ausdruck, ehrlich. Kräftiger Körperbau. Oh,
Matrosenmesser. Hier ist nichts. Saubere Stiefel. Warte mal, da war doch gerade was. Zeitungstinte. Okay. Lady Brackenstall. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Sie haben sie gefesselt. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? So, cool. Seemannsknoten, alte Verletzung, Silberbesteck, angeschlagen, Gesundheit, Schiffsbesatzung, Seemannsknoten. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Der war ganz schön aggressiv. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Okay, das Now I heißt, understand why you dissected the bell rope. jetzt muss ich also theoretisch den Fall lösen. Crockers Mitschuld. Crocker lügt. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erscheint sofort, als er gehört, dass ich nach ihm suchte. Das bedeutet auf seine Schuld. Ich glaube nicht, dass das auf seine Schuld hindeutet, aber ich glaube, dass er zu aggressiv reagiert hat, als man ihn des Mordes beschuldigt hat. Normalerweise, ich weiß nicht, ich wäre da nicht so ausgerastet. Klar, ist man im ersten Moment geschockt, aber man versucht doch nicht so hartnäckig sich irgendwas aus den Fingern zu sagen. Also ich fand das bei ihm schon krass. Keine Gnade für Crocker. Okay. Der Captain ist der Täter. Sir Essence wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen und wendig, so wie ein hochrangiger Seemann. Keine Gnade für Crocker. Jack Crocker ist ein Mörder und sie werden ihn und seine Komplizin Lady Brackenstall zur Rechenschaft ziehen. Gnade für Crocker. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Ja, ne? Ich meine, wenn der Mann sie angegriffen hat, aber eigentlich müsste man ihn da schon für ins Gefängnis schicken. Ich weiß es nicht. Ich habe am Anfang auch jemanden Gnade gewährt, aber ich kann mich an den ersten Fall gar nicht mehr so genau erinnern. Ist jetzt auch schon wieder zu lange her. Vor allem habe ich bei sowas ein ganz miserables Gedächtnis. Aber er hat eine Frau vor einem Schläger beschützt.
Aber der war ja wohl auch echt nur so, wenn er betrunken war. Nee, keine Gnade. Ich meine, man muss für das, was man getan hat, gerade stehen. Und wenn das Gericht anders entscheidet und es als Notwehr abtut, dann ist es halt so. Aber ich kann das ja Wiggins, alleine nicht could you entscheiden. ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Der arme Junge sieht aber auch ganz schön lediert aus, finde ich. Weniger als eine Stunde. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Was? Oh mein Gott, muss ich wieder kämpfen? Oh, bitte nicht. Oh mein Gott, was hat der da vor? Scheiße. Alter. Oh mein Gott. Oh. Weh. Oh, das war jetzt zu knapp. Also das... Versuchen wir es nochmal. Jetzt aber. Kann es sein, dass der auf sich selber schießen wollte, statt auf uns? Ah. Brutal. Ah, naja. You should have let me die. Ja, okay. How can I live if Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Na, trotzdem ganz schön hart. Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Ja, der ging wirklich schnell rum. Also es war jetzt, ich weiß gar nicht, 5 Parts vielleicht? 16 zu sehen. Ah, der Kapitän ist der Täter, keine Gnade für Croc. Nee, ich bestätige Entscheidung so. Achtung, ja, alles klar. Spiele mit derselben Lösung für den Fall 93%. Persönlichkeitseinstufung neutral. Spiele mit derselben moralischen Entscheidung 34%, okay. Aber der Part, also der Teil ging wirklich ziemlich schnell rum. Das muss ich auch sagen. Das war nicht sonderlich lang. Aber naja, passiert. Oh, okay. Irgendwie bin ich jetzt ins Menü zurückgekommen. Auch egal.
dann mache ich jetzt hier trotzdem gerade schnell einen Cut und mache dann das nächste Mal einfach den nächsten Fall weiter. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi.